Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Baumscheibenkunst-Esszimmer. Heute geht es um einen Drehteller mit Kupfereinlage, die wird flüssig eingegossen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So wie üblich spanne ich jetzt das Werkstück erstmal auf ein Blech und auf eine Holzplatte. Idiotischerweise nehme ich hier, wie ich es von den Alu-Projekten gewohnt bin, ein Messingblech. Das wird sich später noch als ziemlich schlechte Idee herausstellen. Wie immer ein Stück Pappe als Unterlage, dass der Tiegel nicht festklebt. Die Stücke zum Nachlegen werden vorgeheizt, dass es keine Dampfexplosionen gibt, falls Feuchtigkeit dran sein sollte. Flüssiges Kupfer enthält doch deutlich mehr Energie als flüssiges Aluminium. Man merkt es an der ziemlich gewalttätigen Reaktion. Das liegt auch daran, dass sich das Kupfer hier einfach durch das Messingblech durchfrisst und drunter das Holz verdampft. Man sieht auch hier beim Ablöschen, dass in dem Kupfer einfach sehr viel Energie gespeichert ist. Es dauert sehr lang, bis das aufhört zu glühen. Ja, das angebackene Messingblech wird jetzt weggeflext. Schade drum, das hat jetzt ein Loch. Ich muss mir neues besorgen, aber gut, so lernt man halt. Beim Fräsen sind jetzt auch viele Kupferspäne entstanden, die hebe ich auf und werde sie später recyceln. Anschließend wurde das Stück mit Epoxy getränkt, nochmal abgefräst und geschliffen. Und mit einer weiteren Schicht endversiegelt. Die Montage läuft eigentlich genauso wie bei den anderen Drehtellern. Es gibt diese Lager in ganz unterschiedlichen Größen. Und ich habe mich in dem Fall für was relativ Großes entschieden. Einfach deshalb, weil der Teller durch die Metalleinlage ein Übergewicht auf einer Seite hat und ich das möglichst weit außen abstützen möchte. Und da ist das hier genau das richtige Format. Ansonsten, wie gesagt, läuft die Montage ganz gewöhnlich. Damit will ich euch jetzt gar nicht langweilen. So, das waren jetzt in letzter Zeit ja einige Videos, die nichts mit Drechseln zu tun hatten. Wer sich eher dafür interessiert, keine Sorge, das nächste Projekt ist in Arbeit. Es gibt auch bald mal wieder was Großes von der Drechselbank. Bleibt dran!